Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Ich habe euch heute eine quadratische kleine Leinwand mitgebracht, die 30 x 30 cm groß ist, und ich grundiere sie heute mit einem Violett, das ist das Caput Mortuum Violett, und das Helle, was ihr auf dem Teller vorhin gesehen habt, das ist das Perl Rosé. Die beiden mische ich zusammen, damit ein leichter perlfarbener Glanz entsteht. Wichtig ist diese Untermalung, weil ich etwas Bestimmtes vorhabe und da möchte ich nicht, dass die weiße Leinwand durchschimmert. Als besonderen Effekt arbeite ich noch Glitter ein. Ich finde manchmal in Dekoartikelladen dann so Streuutensilien, die man normalerweise für Teelichte benutzen kann oder wie auch immer. Und bei mir landet das sehr oft auf der Leinwand. Deswegen verwende ich das hier. Ihr habt es kurz gesehen, ich hatte meinen Teller mit meiner Farbauswahl einmal kurz in die Kamera gehalten und werde jetzt mit dem Spachtelmesser die ersten Farben auftragen. Ich habe begonnen mit dem Permanent Blau-Violett, was ich bei meinem letzten Rakelbild ja auch eingesetzt habe, weil ich finde, dass das auch eine sehr schöne Farbe ist. Und das kombiniere ich dann zusammen mit dem Reflex Rosé. Diese Farbe hat es mir auch angetan und wie ich in den Kommentaren und in dem Livestream letztes Mal lesen konnte, auch einigen anderen. Dann werde ich zur Bildmitte hin etwas heller, indem ich das Lichtrosé oder das Light Rose verwende. Und ich trage mit dem Spachtelmesser das so ein bisschen auf wie mit meinem Rakelwerkzeug, aber in viel kürzeren Abschnitten. Das heißt also, ich verwende hier mein Spachtelmesser so ein bisschen wie ein Rakelwerkzeug, habe das auch leicht angekippt und gehe dann damit über die Leinwand. Schön ist hierbei auch, dass der Glitter ein bisschen Struktur auf die Leinwand gebracht hat und die Farbe dann an diesen Stellen nicht gleichmäßig aufgetragen wird, und das wird hinterher ein sehr lebendiges Bild, denn zunächst hatte ich eine andere Idee, wie ich die Farben auftrage, aber ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich habe schon wieder die Leinwand gedreht und bewege mich jetzt viel freier als das, was ich ursprünglich geplant hatte. Und das ist ja auch immer das Schöne daran. Wenn man abstrakt malt, kann man einfach spontan den Ideen folgen, die man dann einfach entwickelt, während man malt. Heute kombiniere ich kein preußisch Blau, sondern das ist das Grünblau. Das sieht dem anderen sehr, sehr ähnlich, hat aber definitiv einen Grünstich. Und passend zum Grünblau einen Grünton. Es sieht zwar so aus, als wäre es das Reflexgrün, aber es handelt sich hierbei um das Brillantgrün. Auch dieses leuchtet so ganz wunderbar und ergänzt sich hervorragend zu dem Grünblau. Im Gegensatz zur Rakeltechnik säubere ich mein Spachtelmesser nicht zwischen den einzelnen Farben, sondern das bedeutet, dass auf der Rückseite schon Farbmischungen vorhanden sind, mit denen ich dann auf dem Teller neue Farbe hole, und so entstehen dann auch sehr interessante Mixturen zwischen den Farben. Je weiter ich mit dem Bild fortschreite, desto mehr mischen sich dann auch die Farben. Natürlich kann es dann passieren, wenn Rottöne und Grüntöne aneinander geraten, dass wir dort ein etwas eher bräunliches Farberleben haben, und dann achte ich darauf, dass ich an diesen Stellen dann nochmal mit einer anderen Farbe da herübergehe, weil die beiden Farben heben sich in ihrer Brillanz etwas auf. Jetzt gibt es noch eine kleine Ecke, wo der ursprüngliche Farbauftrag durchschimmert, und da helfe ich aber mit ein bisschen Permanent Blau-Violett nach. Man sieht, wenn das auf das helle Lichtrosé trifft, dann wird daraus ein relativ helles Violett.
Ich bin jetzt mit meinem Farbauftrag vollflächig fertig und nehme mir jetzt einen Acrylkratzer, um Farbstrukturen herzustellen. Und das Erste, was passiert, nachdem ich quasi etwas mehr als die Hälfte meines Kreises geschafft habe, ist mir der Kratzer aus der Hand fällt. Aber ich habe Glück, ich kann ihn so von der Farbschicht hochnehmen, dass ich keine Spuren hinterlasse, zumindest nicht welche, die ich haben wollte. Und hinterher bin ich dann auch etwas geschickter im Umgang mit dem Farbkratzer. Dann kann ich umgreifen und schaffe es sogar, ganze Farbkreise in die Farbschicht zu bringen. Manche führe ich dann wiederum nur halb aus, um die anderen Kreise nicht komplett zu zerstören. Aber ich finde es ganz gut, diese leichten Übergänge, die zwischen den Kreisen stehen. Ja, ich hatte vorhin ja mit dem Glitter schon durchschlagenden Erfolg und deswegen setze ich den jetzt auch hier wieder ein. Er lässt sich aber im Gegensatz zu dem blauen Glitter, den ich neulich verwendet habe, recht schwerfällig verteilen und landet dann eher auf kleinen Hügelchen auf. Jetzt mögen sich die Geister streiten. Man könnte ja sagen, das Bild ist fertig, aber ich experimentiere ja gerne. Das bedeutet auch, dass ich über Grenzen hinausgehe. Das kann in dem Fall auch bedeuten, dass ich ein gutes Bild zerstöre, indem ich einfach weitermache. Oder aber, dass auch etwas Gutes anderes dabei herauskommt. Also ich bin da immer zwiegespalten, aber ich gehe dann auch darüber hinaus und probiere Dinge aus, um beim nächsten Mal auf jeden Fall sagen zu können, okay, es ist besser, wenn man hier Schluss macht. Oder okay, es ist besser, wenn man weitermacht, aber wenn man eventuell noch andere Dinge ausprobiert. Also jetzt mit ein bisschen Abstand kann ich sehen, ich hätte vermutungsweise weniger Farbe jetzt auftragen sollen, etwas mehr kratzen, das Spachtelmesser steiler stellen, das habe ich nicht getan, aber deswegen experimentiere ich ja auch, teilweise für euch. Und ich bin schon ganz gespannt auf eure Kommentare, die ich dann hoffentlich unter diesem Video finden werde, weil auch dadurch kann ich Dinge wieder lernen oder anders sehen oder was auch immer. Und das finde ich so großartig an euch, dass ihr mir Kommentare darunter schreibt. Ganz hervorragend finde ich das. Bei kleineren Leinwänden finde ich es auch immer wieder spannend, dass ich einen anderen Blick auf die Leinwand habe, dass ich mit kleineren Werkzeugen arbeite, um auch kleinteiliger arbeiten zu können und dass ich mit der Leinwand genauso umgehe wie mit einer großen. Das heißt, ich bin achtsam bei dem, was ich tue und manchmal nimmt es tatsächlich auch meditative Züge an. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lasst mir gerne ein Like da, abonniert gerne kostenlos meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag.